mit Heilungen und Tote wieder auferstehen. We have a centurion servant who's healed. Wir haben den Centurions-Diener, der geheilt wird. And the widow is burying her son in the city of Nain, and Jesus raises him from the dead. Und die Witwe, die ihren Sohn begräbt, und Jesus lässt ihn von den Toten auferstehen. And then we have this woman, this unfortunate woman that had this flow of blood for 12 years. Und dann haben wir die Frau, die für Jahre ihren durchgehenden Blutausfluss hatte, Who is healed. die geheilt wird. And then the leaders, this synagogue leader's daughter, 12 years old, is raised from the dead. Und dann wird die Tochter von Jairus, dem Leiter der Synagoge, auferweckt. And as you observe this careful balance that Luke has, Und während man diese Balance beschaut, die Lukas da hat, it is something that the Apostle Paul also does. das ist was der Apostel Paulus auch tut. In 1 Corinthians chapter 7, Im 1. Korinther Kapitel 7. is this going to be a wallet for us? Really? Over here. It's out. Ist weg? Ja. Okay. Tschüss. Don't leave it open. Sorry. Which one of you cast out the bee? Was a hornet. What was the The second? hornet, oh, yeah. Yeah, that's. In 1 Corinthians chapter 7, Im 1. Korinther 7, when you get there, if you remember, notice this. wenn ihr euch daran erinnert, Paul is wenn wir reinkommen, speaking about marriage and about singles. Paulus redet über Ehe und Single-Leute, Engaged people, divorced people, Verlobte und Geschiedene, widows, widowers, Witwen, ja. Und Witwer, ja. Witwen, Witwer. and in every time he speaks about a man, he balances it out with the woman. Immer wenn er von einem Mann redet, gibt er auch eine Frau dazu. And if he hadn't done that, the chapter would be shorter. Und wenn er es nicht getan hätte, wäre das Kapitel einiges kürzer. But he, like Luke, is clearly, the way he's writing, bringing dignity and honor to both. Und die Art, wie sie schreiben, gibt eindeutig Wert und Wertschätzung den Frauen, oder beiden. And one of the reasons that Luke would do this, because of, we will see in the book of Acts. Und einer der Gründe, die sehen wir dann später im Buch der Apostelgeschichte. At the very beginning, chapter 2, Ganz am Anfang im Kapitel 2. Peter, when he's preaching on the day of Pentecost, as you know, quotes from the prophet Joel. Als Petrus predigt, bezieht er sich auf den Propheten. The prophet Joel. Joel. Joel, Joel. Joel, der bezieht sich dann auf Joel. And how in the last days the Spirit is going to be poured out on all flesh. Und der dann sagt, der Geist wird ausgegossen über allem Fleisch. And then he begins to unpack that. Und dann packt er das aus. And he talks about how the Spirit is going to be poured out on both your men servants and your maid servants. Und dann sagt er wird auch über eure Knechte und über eure Mägde ausgegossen werden. They'll all prophesy. Und sie werden alle prophetisch reden. And the gospel is a gospel that actually breaks down all of those barriers that we have in society. Und das Evangelium ist eine gute Botschaft, dass alles niederbricht, die ganzen Barrieren, die wir in der Gesellschaft aufgebaut haben. The barrier of race, Die Barrieren der Rasse, the barrier of gender, die Barrieren des Geschlechts, the barrier of age, die Barrieren des Alters, the barrier of status die Barrieren des Status and class. und der Klasse. And they're all addressed in that prophecy of Joel. Und die sind alle in Joel adressiert.
because this is something that the Spirit does. Weil das was ist, was der Geist tut. And we're going to see when we look at Acts that it took some of the apostles a while to actually understand that. Und wenn wir dann in Apostelgeschichte gehen, dann sehen wir, es hat ein Weilchen gedauert, bis die das tatsächlich begriffen haben. But that is what is it now that we're in the age of the Spirit. Aber das ist es, wir sind jetzt im Zeitalter des Geistes. Another area that Luke has a very interesting emphasis, Und dann hat Lukas noch einen sehr interessanten Fokus. and we think of the commissioning sermon in Nazareth. Und wir denken an die Predigt um Lazarus. He speaks about good news to the poor. Er redet über gute Nachrichten an die Armen. And right in the prophecy of Mary at the beginning, Und dann die Prophetie an Maria am Anfang zu setzen. it's like there's a reversal. Da gibt es hier eine Umkehrung. He fills the hungry with good things, but the rich get sent away. Er füllt die Hungrigen mit guten Dingen und die Reichen werden weggeschickt. He's brought down the powerful from their thrones, but lifted up the humble. Er hat die Mächtigen von ihrem Thron gestoßen, aber hat die Kraftlosen erhöht. And in the Sermon on the Plain, the poor are blessed, but woe to the rich. Und die Reichen werden gesegnet und aber wir den Reichen. The disciples were warned against being possessive of the things that they had, and the physical things they had. Die Jünger werden gewarnt davor, zu sehr am Besitz zu hängen. Because Jesus made a very clear connection between how we use our wealth on earth, somehow that connects to the future in heaven. Denn Jesus macht eine klare Verbindung, wie wir uns hier auf der Erde verhalten, so dass das auch einen Einfluss auf den Himmel hat. There's a parable about the kingdom of heaven in the future. Es gibt ein Gleichnis über das Königreich des Himmels in der Zukunft. A great banquet. Ein großes Bankett. And you know this. Jesus sent out invitations, but everybody was too busy. Und Jesus hat Einladungen rausgeschickt, aber jeder war zu beschäftigt. And so he reached out to the poor, the crippled, the blind and the lame. Und er streckt sich aus und lädt ein die Krüppel, die Lahmen, die Blinden. And this kind of motif that the kingdom is there for the unlovely people, the despised and the rejected. Und es kommt dieses Motiv rüber, dass er die Leute, die zurückgestoßen und ungeliebt sind, haben will. Now in Matthew you have these wise men coming from the east. Und in Matthäus hat man diese weisen Männer, die aus dem Osten kommen. And they gave gifts of gold and frankincense and myrrh. Und die haben Gold, Weihrauch und Myrrhe gegeben. And these people, they were okay. They had a little bit of money. Und ja, die hatten wohl Geld. They were not poor, Die waren keine Armen. not to make that journey Nicht um dahin zu geben. and give what they gave. Ja, die haben gegeben, was sie gegeben But with Luke, umzugeben. you get shepherds. Und beim Lukas, da haben wir dann Hirten. Shepherds were those people that if you saw them coming down the road, you would grab your daughters and make sure they're in their houses. Hirten sind die, wenn die Straße runterkommen, dann schnappst du dir deine Tochter und stellst sicher, dass sie im Haus ist. You would just make sure there's nothing lying around. Und du stellst sicher, dass da nichts rumliegt. They did have a good reputation. Die hatten keinen guten Ruf. They were again among those who were more of on the edge of society. Das waren auch die am Rand der Gesellschaft waren. And it was those that received the revelation. Und es waren jene, die dies erfahren haben. That there's this child born and it is good news to the whole world. Dass ein Kind geboren ist, dass es gute Nachrichten für die Welt gibt. And these next two, yes. Someone once told me that shepherds were actually quite popular because of David. Because of David being a shepherd. I don't know. That's
I heard that once, but I don't know if that was. Yes, I'm not sure what to say. Okay. Maybe that was the case, but my understanding was they were not necessarily people of repute. Okay. So maybe a little bit more research. Yeah. But there's two stories that Luke has that none of the other gospel writers have. Es gibt zwei Geschichten, die Lukas hat, die kein anderer hat. And that's the rich, he's known as the rich fool Der reiche Narr, in chapter 12. Kapitel 12. He's a businessman, a farmer, Er ist ein geschäftstüchtiger Bauer and he had a really good year. und er hatte ein richtig gutes Jahr. And so much so that he decided he could store everything and retire. Und zwar so weit, dass er sich gedacht hat, ich könnte jetzt alles einlagern und dann kann ich in Rente gehen. And that sounds very attractive. Das klingt ziemlich gut. But the point is, he was doing it without any reference to God or recognition of God. Aber der Punkt ist, dass er das getan hat, ohne irgendwelche Referenzen oder ohne Gott zu bemerken oder anzuerkennen. Because the concluding phrase, Denn die abschließende Redewendung am Schluss ist, this is Luke's summary statement, or Jesus' summary statement. wo Jesus hier am Schluss das zusammenfasst. So it will be with those who store up treasure for themselves, but are not rich towards God. Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. And then you have this story of the rich man, and on his door was a very poor man. Und dann haben wir die Geschichte von dem Reichen, der an dessen sehr arm war. And then they both die, and you get the picture of the afterlife. Und dann sterben sie und du kriegst ein Bild vom Leben nach dem Tod. And the rich man that had done nothing by way of showing compassion and kindness is in the place of of suffering. Und der Reiche, der nicht geholfen, dem Armen nicht geholfen hat, ist in der Position des Leides. But then we also have this account of the rich young ruler. Und dann haben wir die Geschichte vom reichen jungen Herrscher. And although this does appear in one of the other Gospels, at least one, Und obwohl das auftaucht in den anderen Evangelien, Luke has a very interesting twist. hat Lukas eine interessante Wendung. Because this man had everything, Weil der Mann hatte alles, yet he still wanted to know, to have eternal life. aber dennoch wollte er ewiges Leben haben. And so you know the story. Jesus said, keep the commandments. Und ihr kennt die Geschichte. Jesus sagt, halte dich ans Gesetz. And one of the commandments he doesn't mention is the commandment on coveting, the last one. Coveting, the 10th commandment is do not covet. Okay, also er lässt dann das eins der Gebote, die er weglässt, ist das Begehren nach dem anderen, was anderen gehört. And so what we read is that, so what Jesus said was, sell what you have, give to the poor, and come follow me. Und dann sagt er, gut, und was du hast, das gib den Armen und dann folge mir nach. And when he heard this, we read he was sad because he was very rich. Und als er das gehört hat, war er traurig, denn er war sehr reich. And then Jesus said this, how hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God. Indeed, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter God's kingdom. Und er sagt, wie schwer ist es für einen Reichen ins Reich Gottes zu kommen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Now, there's been a tradition that when Jesus spoke about the eye of a needle, he was talking about the small gate in the city gate. Und es gibt die Tradition, dass als Jesus über das Nadelöhr redet, dass er damit eines der kleinen Stadttore meinte.
And so when at night the city gate was shut, Und wenn das Tor dann geschlossen wurde über Nacht and you show up with your camel, und du kommst mit deinem Kamel, the only way to get in is to take everything off the camel, dass du alles dann vom Kamel runternehmen musstest, ist die einzige Möglichkeit, in die Tore reinzukommen. then you squeeze him through. Und dann quetscht du es durch. Have you heard that? Habt ihr davon gehört? Oh, I hope you haven't. Good, I'm done. Oh, ihr habt davon nicht gehört? Auch schön. Because this used to be a favourite understanding when I grew up. Und das war nämlich die schönste, die bekannteste Interpretation, als ich aufgewachsen bin. But the problem is, no one really knows where this idea ever came from, Aber das Problem ist, keiner weiß, wo die Idee tatsächlich herkommt. because there's no evidence that the little gate in the city was ever called the Eye of the Camel. Weil es gibt gar keinen Oh, die Hinweis eine darauf, Linie. dass jemals das Nadelöhr genannt wurde. And but what Jesus was saying very simply, that it is actually impossible for a rich person to get into the kingdom. Aber was Jesus gesagt hat, ist, dass es unmöglich ist, für einen Reichen ins Reich Gottes zu kommen. And one of the things that I think we can miss when we read the Gospels, Und eine Sache, die wir verpassen können, wenn wir die Evangelien lesen, and that is we can forget or not even think about the fact that Jesus actually has a sense of humor. ist, dass wir teilweise vergessen, dass Jesus einen Sinn für Humor hat. Humor is part of our humanity. Humor ist ein Teil der Menschheit. And if we're made in the image of God, then presumably God has a sense of humor. Und da wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, hat Gott wohl auch Humor. Now, you could be thinking to yourself, we know that, Philip, we've seen you. Vielleicht, ja, wir wissen das, weil wir haben ja dich gesehen. But maybe you weren't thinking that. Aber vielleicht habt ihr das nicht gedacht. But have you ever heard a joke Aber habt ihr jeden Witz gehört? and you thought it was really funny, Und ihr habt gedacht, das ist richtig witzig. and then you hear it again Und dann hört ihr ihn nochmal and it's not funny anymore? und es ist nicht mehr witzig. And that's because of the way humor works. Und das liegt daran, wie Humor arbeitet, funktioniert. And often humor is based around things like exaggeration. Und oft ist Humor auf Sachen basiert, die Übertreibungen sind. And so, for example, when Jesus is talking about not judging others, Und wenn Jesus da zum Beispiel darüber redet, nicht andere zu beurteilen, he says, before you take the speck out of your neighbour's eye, sagt, bevor du den Splitter aus den Augen deines Nachbarn ziehst, you have to take the log out of your own. dann musst du erstmal den Balken aus deinem eigenen ziehen. And surely that's meant to be humorous. Und das sollte auf jeden Fall witzig sein. That is such a ridiculous picture. Das ist so ein seltsames Bild. And it seems that Jesus found camels a little bit humorous, Scheinbar hat Jesus Kamele witzig gefunden, because he says it's easier for a camel to go through the eye of a needle. weil er sagt, es ist leichter für ein Kamel, es ist leichter, als dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. So this is marvellous hyperbole, marvellous humour. Das ist herrlicher Humor. And so often when we read the things that Jesus, we read of the things Jesus said, Und so oft, wenn wir lesen, was Jesus gesagt hat, we don't know how he said them. wir wissen nicht, wie er es gesagt hat. Like this dear woman who was a Gentile woman, Und diese Frau, die eine Heidin war, Jesus had gone way up north, Jesus ist ganz in den Norden gegangen, bit of downtime with the disciples, hat ein bisschen Zeit mit seinen Jüngern verbracht. and this woman comes and says, please heal my daughter. Und die Frau kommt und sagt, bitte heile meine Tochter. And what happens next, you can read in two different ways. Und was dann passiert, kannst du auf zwei Arten lesen. Jesus ignored her. Jesus hat sie ignoriert. At the inference, he was annoyed at her. Und es sagt, dass man könnte lesen, dass er But she kept on. She kept on. aber sie hat weitergemacht. And then Jesus said, is it good that I take bread for the children and give it to dogs?
Und Jesus sagt, dann ist es gut, wenn ich Brot von den Kindern wegnehme und es dann den Hunden gebe. And so you could hear that being said in a certain way. Und man könnte das auf eine bestimmte Art hören. And her response, yeah, but you know, even the dogs do get the crumbs. Und ihre Antwort ist ja, aber wenigstens die Hunde kriegen auch die Krümel. Or he could be saying it in a whole different way. Oder er könnte es auf eine ganz andere Art sagen. And one of the interesting things is the word dogs, the word for dogs is actually the word puppies. Und das Interessante ist, dass hier das Wort für Hunde ist eigentlich Welpe. And you could just see him talking to her with just a little sparkle in his eye. Man könnte sich vorstellen, wie er das so ein bisschen mit einem Schimmern im Auge sagt. Is it good that I take the bread of the kids and give it to these puppies? Ist es gut, wenn ich das Brot von den Kindern nehme und es den Welpen gebe? And she keeps pressing in and comes back with an answer in kind. Und sie erwidert dann mit einer Antwort. Yeah, but even the puppies have the crumbs. Und sie sagt, ja, also wenigstens die Krümel kriegen die Welpen doch. He says, great is your faith, your daughter's well. Und er sagt, ja, großartig ist dein Glaube. And so this is an element that it would be fun to explore more. Und das ist ein Element, das Spaß machen würde, ein bisschen mehr zu erkunden. But the thing that Luke does that the other gospel writers don't, Aber die Sache, die Lukas tut, die anderen Evangelienschreiber nicht tun, sorry, before I get there, I just want you to notice 1826. oder vorher noch 1826, When he said, those who heard it said, then who could be saved? da sagt der Herr, wer soll denn da noch errettet werden? A person of wealth, it was understood they must know the blessing of God because they were wealthy. Und die Erretteten oder Reichen mussten ja errettet worden sein, weil deswegen sind sie reich geworden. The covenant, Old Testament said that if you obey me, you'll be blessed. Denn im Alten Testament heißt es ja, die Reichen werden gesegnet, wenn du mir gehorchst, dann wirst du gesegnet. So wealthy people must know the favor of God in their thinking. Also reiche Leute müssten das Herz Gottes kennen. So if rich people can't be saved, who can be saved? Und dann sagen wir, ja, wenn Reiche nicht gerettet werden können, wer kann denn dann gerettet And werden? then Jesus replied, what is impossible for mortals is possible for God. Und er sagt, ja, was für Sterbliche unmöglich ist, ist möglich für Gott. In other words, God can do it. In anderen Worten, Gott kann. And it's on the back of that we have chapter 19. Und auf dem Rücken davon kommen wir dann auf Kapitel 19. And Luke includes the story of a very rich man. Und Lukas beinhaltet die Geschichte von einem sehr reichen Mann. He was a very much a sinner. Und er war sehr sündig, He was a tax collector, ein Zolleinnehmer. and you know he was a little man. Und man weiß, dass er klein war. And the name Zacchaeus. Und der Name ist Zachäus. And here you have this marvelous story Und hier haben wir die geniale Geschichte, of how God can do the impossible. wie Gott das Unglaubliche tun kann. You have a rich man who encounters Jesus, Wir haben einen reichen Mann, der Jesus begegnet, has this encounter that brings dignity and honor to him as an individual. und er bringt ihm Wertschätzung und alles mit. And the response is a deep repentance. Und die Antwort darauf ist eine tiefe Reue. And he's going to pay back where he's defrauded people Und er will zurückzahlen, was er den Leuten weggenommen hat. and give away a lot of his possessions to people that need. Und die Hälfte an die Armen geben. And so you can see as you look at this different emphasis, this that Luke has about wealth and poverty. Und wir sehen diese Schwerpunkte auf Reichtum und Armut, den Lukas hat. And the message would seem to be that poverty is not necessarily a spiritual handicap, or whereas wealth can be. Und er sagt, er bringt die Botschaft rüber, Armut ist nicht unbedingt eine spirituelle Behinderung,
Reichtum könnte das aber schon sein. But it's all in keeping with the atmosphere of the gospel of Jesus reaching out to such people. Und das Ganze behält aber doch immer noch den Flair von, dass Jesus zu allen sich ausstreckt. We've seen how he has this emphasis on the women and honor to women. Wir haben gesehen, wie er die Frauen ehrt. But also children did not have much status or dignity either. Aber auch die Frauen hatten nicht viel Status, die Kinder hatten nicht viel Status oder Wert. In fact, in the Roman world, when a child was born, In der römischen Welt, als ein Kind geboren wurde, that child was not considered a person until that was bestowed on that child. It was given to that child. also es wurde nicht als Person betrachtet, das Kind, bis es dem Kind gegeben wurde. And the society was very highly patriarchal. Die Gesellschaft war sehr patriarchisch. A lot of what happens in the family was determined by the eldest living male. Vieles, was in der Familie geschehen ist, wurde von dem ältesten lebenden Mann bestimmt. And if the child wasn't wanted, then that baby would either be left in the open or left lying on the forum inside the town centre. Und wenn das Kind nicht gewollt war, dann wurde das irgendwo draußen zurückgelassen oder also wenn der Vater das nicht wollte, wurde es sonst irgendwo zurückgelassen. And either it was eaten by animals, or it just died of exposure, or it was taken by someone to be raised as a slave. Und das Kind wurde dann entweder von wilden Tieren gefressen oder ist einfach so gestorben an Hunger und Kälte und sonst wie. Oder es hat vielleicht irgendjemand aufgenommen, damit es eine Sklave wird. I'm not saying, of course, that parents didn't love their children. They did. Ich sage jetzt nicht, dass Eltern ihre Kinder nicht geliebt haben. Natürlich haben sie das. But the kind of emphasis we have in our Western world on children was very foreign to that time. Aber den Schwerpunkt auf Kinder, den wir heute haben, ist sehr weit entfernt von dem, was damals war. But it's interesting how Luke includes the infancy and childhood of John the Baptist. Aber es ist sehr interessant, wie Lukas die Kindheit von Geburt, Kleinkindheit und alles von Johannes dem Täufer erwähnt. And also of Jesus. Und auch von Jesus. Now we would expect that, of course, because he's the focus of the whole gospel. Wir würden das natürlich erwarten, weil er ist ja der Fokus auf dem gesamten Evangelium. But we read about how when parents brought their children to Jesus, Aber wir lesen, wenn Eltern ihre Kinder zu Jesus gebracht haben, in the response, just compare the response of the disciples and Jesus. im Vergleich die Antwort der Jünger und von Jesus. When the disciples saw this, they sternly ordered them not to do it. Als die Jünger sie gesehen haben, haben sie ihnen ernsthaft gesagt, dass sie es nicht tun sollen. And obviously they considered Jesus too important for this unnecessary bother and influence. Natürlich, die haben gedacht, Jesus ist viel zu wichtig für so einen unnötigen Einfluss und dass er sich damit beschäftigt. Nee. But Jesus changed that. Aber Jesus hat das verändert. He said, "Let them come to me." Er hat gesagt, lass sie kommen. But then he even spoke how they are in some way an example of the kingdom of God. Und dann hat er sogar darüber geredet, wie die ein Stück weit ein Beispiel dafür sind für das Königreich Gottes. That there's a childlikeness that is important if we are going to enter the kingdom. Dass es eine Kindesähnlichkeit gibt, die wir brauchen, um in das Königreich des Himmels zu kommen. We've already mentioned the raising of the widow and the leader's children. Wir haben schon erwähnt, dass ganz viele Kinder von den Witwen und so
behandelt werden. And we have this boy healed when they came down from that Mount